Hallo, ich bin der Michael aus Wien und möchte euch jetzt gerne über meine Erfahrung mit dem 9010 MedBed berichten. Ich muss dazu vorausschicken, dass Energiearbeit, Energetik, energetische Methoden, Frequenzen, Frequenzmedizin nichts Unbekanntes für mich sind oder nichts Neues. Genauso die Technologie der MedBeds, wobei ich allerdings erwartet hätte, MedBeds das erste Mal in physischer Form kennenzulernen, wann auch immer, und nicht wie vor kurzem in virtueller Form. Ich habe eben von diesem MedBed von Oliver und seinem Team erfahren und dass man die Möglichkeit hat, dieses MedBed für 8 Stunden kostenlos zu testen. Gesagt, getan. Natürlich war das für mich klar, dass ich mich sofort dran mache und angemeldet habe. Es gibt dann einen kurzen, ich will nicht sagen Kurs, aber eine Anleitung in Form von Kurzvideos, wo einem alles erklärt wird und wie man dann eben auch das Bett aktivieren kann, wo und wie und so weiter. Habe das dann mir angeschaut und dann einen Tag gewählt, das war ein Freitagmittag. Ich wollte es unbedingt tagsüber machen, habe dann 11:30 Uhr als Zeitpunkt gewählt, weil ich wusste, ich bin am Nachmittag ungestört und wollte eben, wie gesagt, die 8 Stunden voll auskosten. Habe dann mich hingelegt, habe als erstes die jegliche Erwartungshaltung oder Projektion, was kommen könnte oder was sein wird oder was ich haben will, etc. einmal zur Seite geschoben und neutralisiert und bin dann wirklich versucht, komplett unbefleckt da reinzugehen, ohne Erwartungshaltung. Und habe dann nach ein paar Minuten das MedBed aktiviert, wie beschrieben. Oder wie es in den Erklärungen beschrieben wurde. Zuerst war gar nichts und dann auf einmal habe ich gemerkt, wie wie sich langsam, aber doch ein Energiefeld, eine Energie aufbaut und immer größer wird, meinen Körper einhüllt und dann noch größer, größer, größer wird und auch vor allen Dingen intensiver wird und meinen gesamten Körper eingehüllt hat wie ein Kokon. Und ich fühlte mich interessanterweise nicht leicht, sondern total schwer. Ja, es war richtig eine Schwere, aber eine wohlige, angenehme Schwere, fast eine Verbindung mit diesem Energiefeld, wo ich manchmal die Grenzen meines Körpers gar nicht mehr wahrnehmen konnte. Wie wenn man in Watte, nicht Watte, sondern wie in Schaumstoff eingepackt. Ja. Ein wunderbares Gefühl. Habe dann ein bisschen gewartet und es genossen und dann die Absicht gegeben, eben, dass die Energie meinen Körper scannt. Das war dann für mich spürbar, dass an manchen Stellen habe ich Wärme aufflammen gespürt und dann manchmal mehr, manchmal weniger. Das war einfach auch eine sehr interessante Erfahrung und ich war einfach, ja, ich habe das einfach genossen, ja. Und habe ein bisschen dann mit der Energie gespielt. Ja? Es war so wie ein Spiel oder ein Tanz, wo ich dann mit meinem Bewusstsein diese Energie gelenkt habe zu bestimmten Körperstellen, wo ich Herausforderungen hatte während der letzten Monate, habe aber auch bewusst geschaut, dass die Energie in erster Linie nicht nur auf diesem Körper oder Organ wirkt, sondern weitergeht, wie weit zurück oder wohin auch immer, wo der Ursprung dieser Herausforderung lag, um den dort zu transformieren und wie es dann halt wäre, in einer Kettenreaktion bis zum physischen Körper zurückkommt und dann das Ganze erledigt ist. Irgendwann hatte ich das Bedürfnis, mich zur Seite zu drehen und da habe ich die Augen aufgemacht und sah eben wie durch einen Nebel durch, ich nehme an, dass das Energiefeld war, das ich sehen konnte, habe ich da meine Uhr gesehen und dort war es 13 Uhr, also ich wusste, es waren jetzt von 11:30 Uhr bis 13 Uhr 1,5 Stunden und mir kam das eben nicht so vor. Also ich war komplett entkoppelt von Zeit und Traum, bin aber dann, ich konnte nicht viel nachdenken, ich bin sofort eingeschlafen in einen richtigen Dornröschenschlaf, ohne Traum, sehr, sehr tief, sehr intensiv. Als ich aufwachte, war ich richtig erfrischt und erquickt wie neugeboren, ja. Hab gemerkt, dass meine Frequenz, meine Bewusstseinsfrequenz sich verändert hatte. Ich muss dazu sagen, dass ich das vorher auch gemessen habe und auch die Chakrenfrequenzen, um das mir dann nach den 8 Stunden auch anzuschauen, den Unterschied, falls vorhanden. Habe dann dieses Gefühl der Leichtigkeit, des Friedens
aber auch Klarheit und Gelassenheit gehabt und ich habe das einfach nur genossen und wusste gar nicht oder wollte gar nicht mehr zurück in diese Erfahrung, weil es einfach so schön war und diese 3 Stunden haben mir schon so viel gegeben, habe es dann aber doch nochmal gemacht, das waren dann noch einmal 1,5 Stunden, da ging das sehr schnell, also das hat sich wieder aufgebaut, nicht sehr schnell, sondern wieder gleich oder ähnlich wie beim ersten Mal und da habe ich dann annonciert, dass sämtliche da habe ich dann bewusst gewirkt oder auf diese Energie lenkend eingewirkt, dass ich Umweltgifte, jede Art von Gifte, Impfschäden oder was von früher mal noch da war oder Schwermetalle etc., dass die Energie, die Frequenz dieser, ich sage mal, schädlichen Stoffe so verändert, dass sie entweder für meinen Körper nützlich sind und was bringen, also ein Beitrag sind oder ausgeschieden werden. Und zum Schluss, irgendwann habe ich dann nochmal jede Zelle meines Körpers mit bedingungsloser Liebe geflutet, was auch phänomenal war. Und dann plötzlich war es wieder aus und ich bin dann aufgestanden und denke mir, interessant, also es waren dann 1,5 Stunden diesmal, nicht 3 Stunden, war auch wieder sehr berührt eigentlich und bewegt, was da möglich ist und wie schön sich das angefühlt hat. Und ja, habe dann zuerst nein, aber dann doch ja, die letzte halbe Stunde noch einmal, also von 19 bis 19:30 noch einmal das Bett aktiviert. Und da habe ich dann auch einfach nur einen Scan annonciert und mich eigentlich gespielt mit dieser Energie. Ja, es war wie ein Tanz, wie ein Hin und Her, rauf und runter, ein Purzelbäume schlagen und ja, ich kann das schwer beschreiben. Und ich habe da dann, wie gesagt, vorher schon einen starken Druck um die Stirn gehabt, also Druck auf den Schläfen und einen Ring um die Stirn und das dritte Auge im Hirn, im Kopf hat auch geglüht. Ja. Auf jeden Fall war es so, dass ich da irgendwie von Wellen, Energiewellen, wie eine Lichtorgel, von Kopf bis Fuß sind Wellen durch mich durchgegangen, so richtige Energiewellen und es war auch also sehr stark physisch spürbar, auch in Gänsehaut, alles war dabei. Und diese Wellen, die Abstände wurden dann immer größer und die Wellen immer schwächer. Und irgendwann ist es dann verebbt und ich hatte dann das Gefühl, wie wenn man so in der Badewanne liegt und den Stöpsel zieht und das Wasser rinnt ab, dass auch diese Energie dann sich zurückzieht und dann war es aus. Und ja, wie gesagt, meine Erfahrung, der Abend war phänomenal, der nächste Tag, ich war dann gespannt, ich wollte dem Video bewusst nicht sofort machen. Ich mache ihn heute und das ist fast 3 Wochen, nachdem ich diese 8 Stunden auskosten durfte. Und der nächste Tag, da war es tatsächlich so, dass die Frequenz, diese Gelassenheit, dieser Friede, aber auch die Klarheit war so stark, dass ich schauen wollte, wie lange das anhält. Und jetzt sind wir, wie gesagt, fast 3 Wochen ist es her, die Erfahrung und diese Energie, diese Frequenz bei mir ist immer noch dieselbe. Also es ist immer noch da, nicht so stark spürbar, aber ich habe mich wahrscheinlich schon daran gewöhnt, dass es ein Normalzustand ist. Aber es ist genial. Und was mir sehr stark aufgefallen ist in den letzten 3 Wochen, ich bin emotional nicht mehr so leicht zu triggern, dass ich da auf irgendwas drauf einsteige oder hochgehe wie eine Rakete. Gar nicht eigentlich. Überhaupt nicht. Früher, wenn es passiert ist, konnte ich es gleich transformieren. Jetzt war es so, dass eigentlich, es kommt nicht einmal so weit, dass ich da irgendwie getriggert werde. Also vielen, vielen Dank, Oliver und Team, für diese Chance und für die geniale Sache, die ihr da kreiert habt. Ich freue mich, beim Forschungsteam dabei sein zu dürfen und frage mich, was ist da noch alles möglich, an das wir noch gar nicht gedacht haben. Für mich ist es so, als ob ich eine Türe zu einem Feld der unendlichen Möglichkeiten geöffnet habe oder hineingeschaut habe und da möchte ich jetzt weitermachen. Da ist so viel noch zu entdecken und ich habe jetzt schon jede Menge Ideen. Und ja, vielen, vielen Dank, wie gesagt, nochmal an Oliver und sein Team und schöne Grüße aus Wien und alles Gute.